Wir präsentieren Ihnen die Tulip 95 Liter einfache Wasserbadbrennerei mit Aromakörper. Zuerst werde ich über die Bestandteile der Anlage erzählen. Der Kessel ist ein doppelwandiger Wasserbadkessel mit 95 Liter Füllraum. Der doppelwandige Kessel wird mit Wasser aufgefüllt. Das Wasser dient hier für die Wärmeübertragung an die Maische, sodass das Wasser die durch die Gas- oder Holzbeheizung bzw. durch die beiden Holzstäben der Elektroheizung erzeugte Wärme der Maische gleichmäßig überträgt. So kann die Maische nicht abbrennen und sie wird gleichmäßig erwärmt. So können die Bestandteile, der Alkohol, die Aromen aus der Maische richtig verdampft werden. Das Volumen des Kessels beträgt im vollgefüllten Zustand 95 Liter. Man sollte aber etwa 15 bis 20 Liter beim Befüllen weglassen, je nachdem, was man brennen möchte, damit genügend Platz für die Dampfwindungen frei bleibt. Im doppelwandigen Kessel gehören kalte Ventile. Durch das Druckhaltesystem erhöht sich der Siederpunkt des Wassers im Kessel. Es kocht nicht wie beim Atmosphärendruck bei 100 Grad Celsius, sondern der Siederpunkt steigt auf etwa 110 bis 112 Grad Celsius. Dieser Druck beträgt ca. 0,5 bar. Man soll keine Angst haben, wenn der Druck nicht steigt. Es gibt dünne Maischen, bei denen der Druck kaum steigt. In diesem Fall ist die Wärmeabfuhr so gut. Aber es gibt dickere Maischen, wo der Druck sogar auf 0,6 bar steigen kann. Die Funktion des hinteren Sicherheitsventils besteht darin, diesen Überdruck abzulassen, wenn sich im System zu viel Druck aufbaut. Dabei handelt es sich um ein 0,5 bar Ventil. Es lässt den Druck bis 0,65 bar hoch, bläst von dort auf 0,5 bar zurück und lässt ihn nicht unter 0,5 bar. Die Aufgabe des dahinterliegenden Vakuumventils besteht darin, dass es, wenn das Sicherheitssystem abgeblasen hat und das System abgekühlt ist, den im Inneren des Kessels erzeugten Unterdruck ausgleicht, also Luft aus der Außenumgebung ansaugt. Dies führt dazu, dass der Kessel zum ursprünglichen Druckzustand zurückkehrt. Die Funktion des dahinterliegenden 1,5 bar Ventils besteht lediglich darin, dass, wenn jemand wirklich den Kessel ohne Maische darin überhitzt, es zu einer Situation kommt, in der die Innenwand des Kessels verbeugt eingesaugt wird. Es könnte nur bei einem Überdruck von 1,8 bar passieren. Um dies zu vermeiden, ist das 1,5 bar Ventil als Sicherheitsfunktion praktisch eingebaut worden. Man füllt das Wasser in den Wasserbad durch diesen Hahn ein. Üblicherweise sollte man den Wasserbad mit destilliertem Wasser auffüllen. Es geht dabei darum, Wasser zu verwenden, das keine Kalkablagerungen verursacht. Der Flüssigkeitsspiegel des Wassers im Wasserbad soll im Bereich zwischen dem oberen Drittel und dem unteren Drittel an der Niveaustange liegen. Ins Wasserbad passen etwa 25 Liter Wasser rein. Die innere Bodenplatte des Kessels ist gewölbt. Die Reste der Maische werden durch einen 2,5 Zoll Aluslaufhahn abgelassen. Dieser reicht aus, um 95% der Maischen problemlos ablassen zu können. Wenn man mit einer sehr dicken Maische, zum Beispiel mit einem sehr stark ausgepressten Prester arbeitet, lohnt es sich, zum Rest der Maische während des Auslaufs mehrmals Wasser durch den Rückspüler am Ablasshahn zuzugeben und dadurch einen fortlaufenden Auslauf zu sichern. Unter dem Kessel befinden sich 3 Beine, die in der Höhe verstärkt werden können. Es ist sehr wichtig, den Kessel waagerecht aufzustellen und nivellieren. Es lohnt sich, dies gleich bei der ersten Installation zu tun. Die Anlage sollte zum Boden geschraubt werden. Die Anlage ist mit einem Drehwerk ausgestattet. Im Kessel befindet sich ein querliegendes großes Mischpadel, das von einem Motor bewegt wird. Da es hier sich um einen doppelwandigen Wasserbadkessel handelt und keine Abbrennungsgefahr besteht, hilft uns das Mischpadel durch die kontinuierliche gleichmäßige Erwärmung der Maische, Zeit und dadurch Kosten zu sparen und ermöglicht eine gleichmäßigere Destillation. Am Kessel wurde ein Maischenthermometer angebracht. Dessen Aufgabe ist es, die aktuelle Maischentemperatur anzuzeigen. Mit Hilfe der Maischentemperatur weiß man genau, wo der Siederpunkt der Maische liegt und kann daraus die zu erwartende Ausbeute und das Ende des Brennvorganges recht gut ermittelt werden. Wenn in der Flüssigkeit im Kessel absolut kein Alkohol enthalten ist, sieht man eine Temperatur von etwa 100 Grad Celsius an dem Thermometer. Der Siederpunkt vom Alkohol liegt bei 78,3 Grad Celsius. Je mehr Alkohol in der Maische enthalten ist, desto näher ist die Maischen-Siedertemperatur an diesem Wert. Siederpunkt von Himbeermaische liegt bei 97 Grad, bei der Traube 91 Grad. Je niedriger die Maischentemperatur ist, desto höher ist die Ausbeute am Ende des Brennvorgangs.
Über den Kessel befindet sich ein gewölbter Helm aus Kupfer mit einer Beladetür. Man soll die Beladetür zuerst entfernen, damit man mit Hilfe des Trichters die Maische einfüllen kann. Das Rührpadel befindet sich im Kessel. Das Rührpadel bewegt die Maische mit Hilfe eines Rührmotors. Der Füllstand der Maische soll bei der unteren Ebene der Eingangsstange des Mischpadels liegen. Man kann also 80 Liter Maische auf einmal in den Kessel einfüllen. Der Mindestfüllstand der Maische liegt etwas über die Höhe des Flüssigkeitsspiegels am Wassermessstab. Dies ist wichtig, damit man verhindern kann, dass der Schaum an der Wand anbrennt. Der Mindestfüllstand liegt übrigens bei ca. 30 Liter Maische. Aber da man hier zweimal brennt, muss man aufpassen, dass die Regel von der 30 Liter Mindestfüllmengen für beide Brennvorgänge gültig sind. Denken Sie nach, die Rauchbrennmenge beim Maschenbrennen beträgt 1/3 bis 1/5 der Ausgangsmaschenmenge. Um genügend die Mindestfüllmenge des Kessels erreichende Menge vom Rauchbrand zu haben, muss man entsprechende Menge von Maische, teilweise Minimum 120 bis 160 Liter haben und diese in mehreren Brennvorgängen zum Rauchbrand destillieren, damit aus dieser Rauchbrandmengen zusammen der Feinbrand in dem zweiten Brennvorgang hergestellt werden kann. Der Kupferhahn trägt zur Destillation von feinen aromavollen Bränden durch die katalysierende Wirkung von Kupfer, durch die Bindung verschiedener ungeeigneter Stoffe, zum Beispiel Schwefel, und durch die Bildung von Aromakomponenten bei. Über dem Helm befinden sich 3 Gin-Körbe aus Kupfer. Hier können verschiedene Kräuter, Trockenfrüchte und rohe Früchte eingelegt werden, die dem Endprodukt zusätzliche Aromen verleihen. Die Verwendung der Aromakörbe bzw. Kräutern und Früchte wird aber nur mit Vorsicht empfohlen. Sie erfordert Erfahrung. Es empfiehlt sich, ein Rezept zu schreiben, zu notieren, was man dazugegeben hat. Nach einer gewissen Ruhezeit des Brandes sollte das Endergebnis getestet werden. Man sollte erst danach mit der Herstellung von größeren Mengen fortfahren oder, wenn nötig, die Proportionen im Rezept entsprechend ändern. Der Pistorius-Apparat wird verwendet, um einen Teil vom Dampf oder den gesamten Dampf zurückzukühlen. Das in den Pistorius zufließende Wasser wird durch den Hahn an der Wasserzuflussseite des Entkühlers reguliert. Mit Hilfe eines Durchflussmessers kann man sehen, welche Menge vom Wasser dazu verwendet wird. Die Menge des einströmenden Wassers liegt normalerweise zwischen 0 und 50 Liter pro Stunde. Der typische Bereich liegt jedoch zwischen 5 bis 10 bzw. 35 Liter pro Stunde. Der Dampf soll nur so weit gekühlt werden, damit der Geist kontinuierlich durchströmt und die Destillation nicht unterbrochen wird, bzw. der Alkoholgehalt beim Auslauf um mindestens 3 bis 5% höher im Vergleich zum Alkoholgehalt ohne Verwendung von Pistorius liegt. Das aus dem Pistorius austretende Wasser kann nach hinten abgeleitet werden. Die dafür erforderliche Ausstattung wurde bei der Herstellung der Anlage eingebaut. Nach dem Pistorius gibt es ein Thermometer, eine Temperaturmessstelle mit einer Sonde, an der man die Temperatur des in den Geistrohr austretenden Dampfes messen kann. Die Temperatur ist proportional zum Alkoholgehalt, der am Ende des Brennvorganges entsteht. Der Geistrohr aus Kupfer verläuft steigend in Richtung Endkühler, damit es während der Destillation zu einem zusätzlichen katalysierenden Effekt führt. Durch die Neigung des Geistrohrs zurück zum Kessel können also Elemente mit einem höheren Siederpunkt kondensiert werden und diese fließen dann in den Kessel zurück, während diejenigen mit einem niedrigeren Siederpunkt durchströmen und zu einer steigenden Konzentration führen. Man kann den Endkühler mit 145 Liter Wasser auffüllen. Dieses Wasser kühlt den durch das Geistrohr strömenden Geist zurück, wodurch er am Ende in flüssiger Form herausgewinnen werden kann. Der Alkoholgehalt der Flüssigkeit wird mit einer Alkoholvorlage oder einem Messzylinder gemessen und festgestellt. Diese Anlage ist mit 3 Heizmethoden zu beheizen. Der Aufbau der Gehäuse der Anlage ist von der gewählten Heizungsmethode abhängig. Eine davon ist die Elektroheizung, die die präziseste und günstigste Steuerung darstellt. Dafür sind 3 Phasen erforderlich. Für die 9 kW braucht man 3 mal 16 Amperes, für die 12 kW Beheizung aber 3 mal 20 Amperes. Es gibt die Beheizungsmethode mit Gas. Die ist sehr genau regulierbar, aber etwas teurer. Es entsteht hier und bei der Beheizung mit Holz aber ein Verbrennungsprodukt, was nach draußen abgeleitet werden muss. Die Anlage verfügt über eine Schornsteinvorrichtung.
Und es gibt noch die Beheizung mit Holz, die für uns etwas schwieriger ist. Es kann aber damit sehr kostengünstig gebrannt werden. Normalerweise verwendet man Restholz, das als Nebenprodukt übrig bleibt, wie Sägemehl, Zuckerrohr oder gehackten Baumstamm. Es lässt sich mit relativ wenig Holz gut beheizen. Beim Verbrennen von Holz muss man auf eine gleichmäßige und kontinuierliche Erwärmung achten. In der Phase vor dem Siedepunkt sollte darauf geachtet werden, dass es nicht plötzlich zu heiß wird, da dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Maische aufschäumt. Beim Verbrennen von Holz kann man mit diesem Gerät noch gut arbeiten. Es handelt sich um einen doppelwandigen Kessel, der aber einen extra Mantel hat. Das Wasser verteilt die Hitze im doppelwandigen Kessel sehr gut und sie wird gleichmäßig der Maische übergeben. Die Überheizung, Druckerhöhung im Kessel, wird von der früher erwähnten Sicherheitsventilen abgeleitet. Wenn zu stark geheizt wird, werden die Ventile einfach abpfeifen. Bei gasbeheizten Anlagen ist ein Gasbrenner erforderlich. In diesem Fall wird ein zusätzlicher Gasmantel um den Kessel herum angebracht. Der Gasbrenner kommt unter die Anlage. Die Wärme kann gut zwischen der äußeren Wand des Kessels und dem Gasmantel geleitet werden. Das Wasserbad wird daher nicht nur am Boden des Kessels erhitzt, sondern auch an der Seite. Auf der Rückseite der Anlage befindet sich eine Schornsteinvorrichtung. Bei der Verwendung von Gas sollten Sie darauf achten, einen ausreichend leistungsstarken Gasbrenner zu kaufen. Die Leistung des Gasbrenners beruht darauf, dass man nicht direkt die Maische erhitzt, sondern erst die Luft, dann die äußere Wand, dann die Flüssigkeit im Kessel und dann die innere Wand. Erst danach die Maische, sodass der Wärmeverlust relativ hoch ist. Es ist zu bedenken, dass ein Gasbrenner mit mindestens 20 bis 25 Kilowatt Leistung verwendet werden sollte, da sonst die Beheizungszeit unverhältnismäßig lang wird. Während des Brennvorgangs reichen etwa 10 Kilowatt aus, um in der gleichen Geschwindigkeit zu brennen, wie man sie mit einer Elektroheizung nutzen könnte. Bei der Gasheizung muss man damit rechnen, dass eine durchschnittliche Gasflasche für etwa 3 Brennvorgänge reicht. In Osteuropa gibt es die 10-12 Kilo Flaschen. Von PB-Gas verbraucht man also 3,5 bis 4 Kilo Gas pro Brennvorgang. Die Elektroheizung ist die lukrativste und schnellste Alternative der Beheizung. Die Heizstäbe befinden sich im Inneren des Mantels. Sie erhitzen direkt das Wasser im Wasserbad, welches die Wärme durch die Zwischenplatte recht effizient an die Maische weitergibt. Die Leistung von 12 kW sorgt für eine Beheizungsdauer von 50 Minuten plus minus 10 Minuten. Eine Leistung von 9 kW sorgt für eine Beheizungsdauer von einer Stunde 10 bis 20 Minuten. Während der Beheizung, bis der Siedepunkt erreicht wird, soll die Anlage mit voller Power geheizt werden. Das Brennen der Maische erfolgt bei beiden Anlagen proportional, abhängig von der Außentemperatur und davon, ob man es mit dem Pistorius kühlt oder nicht. Man muss während dem Brennvorgang eine Leistung von 3 bis 6 kW bereitstellen. Dies muss auch vor Ort während ein oder zwei Brennvorgängen in Erfahrung gebracht werden, und wenn man diesen erforderlichen Leistungswert hat, sollten die weiteren Maischen nach der Beheizungsphase mit dieser Leistung bis zum Ende des Brennvorganges geheizt werden. Die Heizelemente, die bei der Elektroheizung verwendet werden, sind entweder 2x4,5 oder 2x6 kW. Die Anlage hat dementsprechend eine Leistung von 9 oder 12 kW. Im Schaltkasten sieht es folgendermaßen aus. Bei beiden 6 kW Heizelementen ist der eine Heizstab zusätzlich auf einen 4 und einen 2 kW Kreis geteilt. Jeder Heizkreis verfügt über einen eigenen separaten Ein- und Ausschalterknopf, den Schaltschrank. Der 2 kW Zweig verfügt zusätzlich über ein separates Potentiometer, einstellbar von 0 bis 100%. Wenn man ihn also auf 50% einstellt, hat man eine kW-Leistung. Stellt man ihn auf 25%, verbraucht man eine halbe kW zusätzliche Leistung. Dadurch ist die Heizung der Anlage sehr fein und präzise zu steuern. Eine LED-Beleuchtung zeigt an, ob das Heizelement sich im Einsatz befindet. Es gibt auch einen Schalter für den Rührwerksmotor, für dessen Bedienung ein Startknopf zusätzlich erforderlich ist. Der Schaltkasten verfügt noch über einen Hauptschalter, mit dem die gesamte Box spannungsfrei geschaltet werden kann.
Es gibt drei übliche Verwendungsformen der Anlage. Methode Nummer 1. Beim Maischen, also beim ersten Brennvorgang ohne Verwendung der Pistorius, stellt man aus dieser Maische mit 5 bis 10%igem Alkoholgehalt einen 25%igen Rauchbrand her. Zuerst füllt man die Maische in den Kessel ein. Der Füllstand ist der untere Bereich der Rührwerkstange, was etwa 80 Liter Maische bedeutet. Man startet die Heizung mit voller Power und gleich den Mischmotor. Die Heizungsmethoden wurden im Früheren bereits erklärt. Während der Beheizung wird die Maische bei einer Ausgangstemperatur von ca. 20 Grad Celsius bis zum Siedepunkt erhitzt. Die Siedetemperatur liegt zwischen 90 und 97 Grad Celsius, je nachdem, wie viel Alkohol in der Maische enthalten ist. Der Mischmotor bewegt die Maische im Kessel, daher ist die Aufheizgeschwindigkeit recht intensiv und schnell. Es dauert ca. 50 Minuten mit 12 kW elektrischer Beheizung. Die Beheizungsdauer verlängert sich bei Verwendung einer Gasbeheizung. Je nach Gasbrenner dauert sie 1,5 bis 2 Stunden, abhängig von der kW-Leistung des Gasbrenners. Die Maische erreichte den Siedepunkt, der Dampf strömt durch den Pistorius, den wir in diesem Fall nicht verwenden. Er durchläuft das Geistrohr. Hier gibt es eine gewisse Abkühlung, er kondensiert etwas, aber zum größten Teil strömt er hindurch, gelangt in den Endkühler und kühlt ab bzw. fließt unter als Rauchbrand aus. Bei den ersten Kontrollen bei der Alkoholvorlage stellt man den Alkoholgehalt des Rauchbrandes fest. Dieser liegt je nach Alkoholgehalt der Maische in den ersten paar 100 Milliliter irgendwo zwischen 70 und 85%. Mit dem Fortschreiten der Destillation und dem sinkenden Alkoholgehalt im Kessel sinkt auch der Alkoholgehalt des Rauchbrandes. Aus energetischer Sicht lohnt es sich nicht, die Maische mit einem Alkoholgehalt von unter 5% weiter zu destillieren. Wenn man an diesem Punkt aufhört, liegt der durchschnittliche Alkoholgehalt des Rauchbrandes typischerweise bei etwa 25%. Ein 15 bis 18%iger Rauchbrand lässt sich noch verfeinern. Man kann bis zu diesem Punkt runtergehen. Wenn er über 25% liegt, dann verdünnt man den Rauchbrand mit Wasser auf 25% und so wird er zum zweiten Mal gebrannt. Beim ersten Brennvorgang sollte darauf geachtet werden, dass der Prozess so schnell wie möglich ist, sodass der Rauchbrand etwa streichholzdick oder ein bisschen dicker ausläuft. Bei einem guten ersten Brennvorgang bzw. Beheizung entsteht aus den 80 Litern Maische im Allgemeinen zwischen 1/5 und 1/3, also 15 bis 30 Liter Rauchbrand. Sollte man mehr Maische als 80 Liter haben, müsste sie schnell wie möglich in mehreren Portionen zum ersten Mal zum Rauchbrand gebrannt werden, da die Maische sehr verderblich ist. Diese können dann zusammengegossen werden und so kann dieser Rauchbrand in dem zweiten Brennvorgang verfeinert und zum Feinbrand destilliert werden. Nach 3 bis 5 Portionen von 80 Liter Maische entsteht so viel Rauchbrand, womit der Kessel für die Verfeinerung für den zweiten Brennvorgang mit Maximum 80 Liter Rauchbrand vollgefüllt werden kann. Man kann mit dieser Anlage bei der Verfeinerung des Rauchbrandes auf zwei Methoden arbeiten. Eine davon ist die traditionelle Zweimalbrennmethode, bei der man die Maische beheizt und dann den Dampf bei einem langsamen Brennprozess durchlaufen lässt, wobei man sich auf die Deflagmation des Geistrohrs und den Kühleffekt der Außenluft verlässt. Die andere Methode ist, wenn man kaltes Wasser dazu gibt und den Pistorius verwendet. Über diesen Wasserhahn kann man die Kaltwasserkühlung steuern. In solchen Fällen lässt man zwischen 5 und 30 bis 40 Liter pro Stunde aus Wasser in den Pistorius ein und er sorgt dafür, dass ein Teil des Dampfes kondensiert und zurückfließt. Der Unterschied zwischen den beiden Brennmethoden beträgt ca. 5 bis 10% bezogen auf das Endprodukt auf den Feinbrand. Ich werde zuerst über die traditionelle Verfeinerungsmethode sprechen und dann auf die Verfeinerung mit dem Pistorius eingehen. Bei der traditionellen Verfeinerung wird die Anlage im zweiten Brennvorgang mit dem Rauchbrand aufgefüllt. Die Vor-, Mittel- und Nachlaufabtrennung erfolgt in diesem Brennvorgang. Der Vorlauf beträgt 0,5 bis 1,5% des Rauchbrandvolumens, den man nicht verwendet. Danach kommt der Mittellauf,
das Endziel unserer Tätigkeit. Und zum Schluss bildet sich der Nachlauf, den man nicht mehr nutzt. Der Vorlauf, das heißt 0,5 bis 1,5% des Rauchbandes, reicht von 0,4 bis 1,2 Liter bei einem Füllvolumen von 80 Litern. Um den Vorlauf richtig abtrennen zu können, empfehlen wir in der Regel, die ersten 0,4 bis 1,2 Liter oder ein bisschen mehr als vom Vorlauf zu erwarten ist, je nach 100, 200 Milliliter in Gläsern oder Flaschen als Proben aufzufassen, diese fortlaufend zu nummerieren. Nachdem die gewünschte Menge aufgefasst ist, sollte man die rückwärts vom Mittellauf, also von der größten Nummer zurück, riechen, um es feststellen zu können, welche gehört noch zum Mittellauf und ab welchem riecht es schlecht und gehört aber zum Vorlauf und ist auszuschütten. Um die Abtrennung eindeutiger, genauer und leichter ausführen zu können und damit der Alkohol einem die Nase nicht stört, empfehlen wir, die Proben mit der gleichen Menge Wasser aufzugießen. Dadurch kann der sonst bei der Verfeinerung im Mittellauf schon relativ hohe Alkoholgehalt halbiert werden. Es wird auf ca. 40 Volumenprozent verdünnt, damit es für die Nase leichter wird und wobei die Intensität des Vorlaufs deutlich besser zu gelten kommt als die des Alkohols. Der Vorlauf enthält Ethylacetat und Acetaldehyd. Ethylacetat ist typischer und mehr Menschen bekannt. Es riecht wie der Nagellackentferner. Es handelt sich hier um ein Klebelösmittel, das relativ leicht zu erkennen und leicht zu trennen ist. Der Acetaldehyd mit dem Geruch von salzigem Weingeist entsteht zu Beginn des gesamten Destillationsprozesses, so dass nach der Abtrennung des Ethylacetats mit Sicherlich kein Acetaldehyd mehr darin enthalten ist. Danach kommt der Mittellauf. Im Vergleich zum Vorlauf ist der Alkoholgehalt hier viel höher, das heißt bei den ersten paar Litern liegt es über 80% und dieser fällt recht langsam ab. Wenn man den Pistorius nicht verwendet, wird man feststellen können, dass der Alkoholgehalt zu Beginn des Brennprozesses praktisch während den ersten paar Litern bei etwa 70 plus minus 5% bleibt, dann langsam auf 60 sinkt und dann plötzlich ganz runterfällt. Der einfachste Weg, den Nachlauf richtig abzutrennen, besteht darin, den Inhalt unter dem 60% in Gläsern aufzufassen, die Gläsern zu nummerieren und daran zu riechen. Der einfachste Weg dafür ist, die Probe in ein kleines Glas umzugießen, sie dann in das Originalglas zurückschütten und das kleine Glas ohne Brand mit dem Trockentest zu riechen. Man soll abwarten, bis die darin verbliebene Flüssigkeit verdampft und erst nach 1-2 Minuten daran riechen. Wenn es ohne Charakter riecht, das heißt, man riecht keinen negativen Geruch oder gegebenenfalls gar nicht duftet, oder wenn es aromatisch duftet, kann es erhalten bleiben. Es ist Teil des Mittellaufs. Man kann den Inhalt des Glases zum Mittellauf schütten. Wenn aber ein unangenehmer, etwas stinkender Aromacharakter auftritt, der als Kochtopfgeschmack bezeichnet werden kann, dann wird der Inhalt des Glases nicht dem Mittellauf zugesetzt, sondern soll dem Maischen und der Rauchbrandrest zugegeben und nicht mehr verwendet werden. Sprechen wir jetzt über die Verfeinerung des Rauchbrandes mit einem Pistoriuskühler. Wenn die Brennerei nicht traditionell angewendet wird, sondern mit dem Pistoriusapparat, dann werden die Alkoholwerte, über die ich vorhin gesprochen habe, höher liegen. Der Alkoholgehalt liegt bei dem Start bei den ersten paar 100 Milliliter um etwa 10% höher, statt 75, 90%, sogar bei 90% und von hier wird er sinken. Da wir in diesem Fall einige der Komponenten abkühlen und kondensieren, ist das Feinbrand an Alkohol und geistreicher, so dass der Nachlauf zum Beispiel statt dem 60% oft bei 65, 70% liegt. Es ist wichtig, dass man die Anlage bei den ersten Brennvorgängen ohne Pistorius verwendet. Wenn man sich mit der Anlage auskennt, kann man mit dem Pistorius beginnen. Verwenden Sie aber bei mehreren Destillationen zum Zurückkühlen die gleiche Menge von Wasser, damit die einzelnen Feinbrände vergleichbar bleiben. Wenn man immer wieder beim Kühlwasser hineingreift und es verändert, wird es schwierig mit der Abtrennung. Dann muss man über die Vor- und Nachlaufabtrennung richtig Ahnung haben, damit es jemand mit Sicherheit machen kann. Die Rolle des Endkühlers besteht bei allen drei Brennmethoden darin, dass das kalte Wasser den durch das Geistrohr strömenden Geist abkühlt.
Der durch das Geistrohr strömende Dampf liegt etwa bei Siedepunkt. Es handelt sich also um einen Dampf mit einer Temperatur von nahezu 100 Grad Celsius. Das von uns eingeleitete Kühlwasser hat typischerweise eine Temperatur von etwa 20 Grad Celsius. Das Ziel besteht darin, die Temperatur am Thermometer des Kühlers nicht über 80 Grad Celsius steigen zu lassen und so zu erreichen, dass unser gesamtes Destillat in flüssiger Form ausfließt. Es gibt einen sehr einfachen und traditionellen Gebrauch, diese exakte Trennung vorzunehmen. Das obere Drittel und die obere Hälfte des Kühlers darf man aufwärmen lassen. Hauptsache, das untere Drittel bleibt kalt. Wenn man es so bedient, ist es sicher, dass der gesamte Dampf in flüssige Form übergeht.